There was a doctor did one of these courses in Australia, and there was a big story about it in the paper. Es war ein großer Artikel in der Zeitung in Australien, da war ein Arzt in einem dieser Kurse dabei. His dream was to run in the London Marathon, Sein Traum war, im London Marathon zu springen. but his legs kept cramping every 5 kilometres. Aber seine Beine hatten Krämpfe, alle 5 Kilometer. He come and did a one-day course with us. Dann hat er diesen Kurs gemacht. We showed him how to do this little thing Wir to help zeigten himself. ihm, wie er sich selbst helfen konnte. He was a professional runner. Er war ein professioneller Springer. 3 months later, he ran in the London Marathon and fulfilled his dream. 3 Monate später ist er den London Marathon gesprungen und hat seinen Traum erfüllt. And they wrote the story up like this about man fulfills his dream. Und in der Zeitung war es in der ersten Seite, ein Mann erfüllt seinen Traum. He gives the credit to these small moves he learned on a one-day Und das course. nur dank den Griffen, und das ist auch in dem Artikel geschrieben, die er gelernt hat durch den Emmett-Therapie-Kurs. Are there any other questions here on that? Noch Frage? What is the ideal height of heel? None. Kein. You know, 40,000 years of evolution God put into your feet. 40.000 Jahre von Entwicklung If he hat wanted Gott ripple in soles unsere Füße getan. or high heels, Wenn wir Absätze haben müssten, dann hätten wir sie wahrscheinlich schon dran. the idea is if you understand what they can do, when you take them off, you can correct some of this. Wenn Sie verstehen, was das verursachen kann, dann wissen Sie auch, wie zu beheben ist, indem Sie die Schuhe ausziehen, wenn Sie es nicht mehr gebrauchen. The spaces between the toes will stretch them back out to give you balance. Auch diese kleine Abstandschwämmchen, die man zwischen die Zehen legen kann, um wieder die Zehen zu öffnen, hilft auch, wenn man enge Schuhe getragen hat. Here's an example of 2 size 8 feet, women's. Also das sind jetzt Frauenfüße und wir sehen hier, The width of this one compared to that. die Breite eines Fußes ist nie dieselbe des anderen. The standard 8 size shoe bought means that this person here just fits inside the outline. Und wir sehen, dass dieser Fuß gerade im Schuh drin Platz hat. This person, the toe sticks out, and so does that part. Aber in dieser Seite oben steckt die Zehe nach vorne und auch von der Seite her hat keinen Platz drinnen. So therefore, this foot here has to be pushed in and loses the balance from the big toe. Das heißt, auch wenn der Fuß in diesem Schuh sitzt, verliert er sein Gleichgewicht, weil die Zehen zusammengedrückt werden. When it gets pushed in, it makes a bone stick out the side there like a bunion. Und wenn natürlich die Großzehe zur Mitte gedrückt wird, dann kann es auch einen Hallux geben. And then these people start to have trouble with their toes. Und dann haben sie Schmerzen in den Zehen. Same here. Und dasselbe hier. So quite often 2 feet are not the same. Und oft sind die Größen der Füße ungleich. Not even on yourself. Okay? You have one size bigger than the other. Wir haben immer einen Fuß ein bisschen größer als I der hope you all andere. know which one. Ich hoffe, dass ihr alle wisst, welchen. I know in Germany and Austria you have some of the best boot shoemakers. Ich weiß, dass ihr hier gute Schuhmacher habt. They measure your foot before they make your shoe. Die messen eure Füße, bevor sie den Schuh machen. And they will make it to fit your size. Und sie machen es genau zu ihrer Größe. They don't do that in the shop. They mass produce it. Die Massenproduktion macht das nicht. So fashion doesn't beat the original handy maker. Also Mode hilft nicht für unsere Gesundheit. Here again, this person here is flat on the top of the foot. This one is round. Hier sehen wir, dass ein Fuß höher ist als der andere. The lace here, when done up, used to
In years ago, the laces would go up further onto the ankle. Vor Jahren würden die Schnürsenkel immer oberhalb des Fußgelenks geschlossen sein. The tongue used to be the thickest part of the boot to protect this nerve here. Die Schuhlasche würde früher ein dickeres Kissen sein, damit die Schnürsenkel nicht eindrücken oben. And protect it from making the feet go numb, the toes go Und numb. auch schützen, damit die Füße nicht plötzlich gefühllos werden durch den Druck. Modern styles and makers cutting back on material Moderner Stil und natürlich auch verschiedene make Mode them different. machen sie immer wieder anders. The thickness of the tongue now is thinner than the shoe itself. Die Schuhlasche ist jetzt dünner als der Schuh selber. So you don't have the cushion effect when you tie this great knot here. So haben wir kein Kissen oben und wenn der Knopf zugeschnürt wird oben, And because your shoes are so rigid, they don't flex with you, und der Schuh selbst auch steif bleibt, that rubs like that gentleman's there dann reibt es wie den Schnürsenkel oben am Fuß and upsets his toes and he has no backward Und forward balance. nimmt dieses Gleichgewichtsgefühl weg von den Zehen. These here, flip-flops, Die Flipflops, thongs in my country, in Australien heißen sie Thongs. people have to wear them by clawing their toes over like a cat. Da hält man ja die Flipflops so, dass die Zehen So sich they get hammer festhalten. toes. Wie eine Katze, die die Krallen eindrückt. Und das macht Hammerzehen. When they put the shoes on, Wenn sie dann die Schuhe anziehen, it rubs this protrusion and irritates. dann reibt es gegen die Schuhe und macht auch wieder Are you Irritationen. starting to understand what I'm trying to show you here? Verstehen Sie, was ich hier zeigen möchte? It doesn't matter how good the therapist, Es kommt nicht darauf an, wie gut der Therapeut ist, how good the doctor, wie gut der Arzt ist how good the marketing. oder auch das Marketing. It depends on your foot or your attitude to those clothes to whether you come out of it feeling comfortable. Es kommt auf Ihrem Fuß drauf an, auf Ihre Einstellung, dass Sie sich wohlfühlen mit dem, was Sie tragen. What is good for this person is not good for this one. Was für diese Person gut ist, ist für die andere nicht gut. Okay?